erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Noppis Kochstunde und wir machen wieder mal einen leckeren, richtig wahnsinnig leckeren Käsekuchen. Und zwar mit Mohn, mit einer Schicht Mohn dazwischen. Und wenn ihr mich schon kennt, ich fange immer mit dem Boden an. Und dafür gebe ich die Zutaten für den Boden in eine Schüssel. Mit der Butter fange ich an, dann kommt die Zucker-Salz-Mischung hinzu, danach ein Ei. Und natürlich rühren wir das Ganze immer mit dem Handmixer schön durch. Etwas später mischen wir dann das Mehl mit dem Backpulver und diese Mischung geben wir dann auch mit hinein. Dann kneten wir den Teig so richtig gut durch und formen daraus eine Kugel. Als Mehl verwende ich meistens Dinkelmehl, aber natürlich könnt ihr auch Weizenmehl verwenden. Und wie schon gesagt, wir vermischen das Mehl mit dem Backpulver. Und dann geben wir das mit in die Schüssel hinein und formen daraus den Teig. Falls der Teig zu trocken ist und nicht zueinander findet, dann nehmt ihr einfach ein paar Spritzer Milch dazu. So, und die Kugel geben viele dann in den Kühlschrank, aber durch den Tipp von der Waltraud spare ich mir das jetzt und dazu später mehr. Also, wir bemehlen die Arbeitsfläche und dann nehmen wir 2/3 von dem Teig. Aus dem formen wir wieder eine Kugel und rollen den schön aus, weil das ergibt nachher den Boden. So, und jetzt komme ich nochmal zurück auf die liebe Waltraud, denn die hat mir den Tipp gegeben, dass ich den Kuchenretter nehmen soll, um den Boden besser in die Backform hineinzubekommen, und das klappt wirklich hervorragend. Beim Reinlupfen vom Boden bin ich ja immer so ungeschickt, aber mit dem Kuchenretter klappt das richtig gut. Da rutscht der Teig so schön in die Form hinein und bröselt nicht auseinander. Ja, und aus dem Rest vom Teig machen wir natürlich dann den Rand. Wenn wir dann den Teig in der Backform haben, dann habe ich gehört, soll es richtig gut sein, wenn man den Teig mit der Gabel einsticht. Gut soweit, dann kümmern wir uns jetzt um die Füllung und für die trennen wir jetzt dann 3 Eier. Und weiter können wir anschließend den Zucker mit dem Vanillezucker vermischen. So, dann geht's an die Rührschüssel und in die geben wir dann Butter hinzu. Natürlich warme, weiche Butter. Und die schlagen wir cremig auf. Anschließend geben wir die Zuckermischung hinzu und rühren weiter kräftig durch. Und eine Minute später geben wir dann schrittweise die Eigelbe mit hinein in die Schüssel und rühren jedes Mal kräftig durch. Nach dem letzten Ei kommen dann weitere Zutaten hinzu, wie der Quark, Stärke und Zitronenschalenabrieb. Ist natürlich klar, dass wir das Ganze dann richtig gut und lange durchmixen, weil umso homogener, umso besser. Dann stellen wir jetzt aber mal die Quarkmischung beiseite und mischen Vanillezucker wieder mit Zucker, dieses Mal aber dann für die Mohnschicht. Weil jetzt kochen wir den Mohn und dafür geben wir Milch in den Kochtopf und bringen sie zum Kochen.
Gleich am Anfang können wir auch schon mal den Zucker hinzugeben. Die Zuckermischung, die wir vorher vermengt haben mit dem Vanillezucker. Und ist ja klar, dass ich das Ganze immer wieder durchrühre, weil ich möchte nicht, dass die Milch unten anbrennt. Auch geben wir jetzt nicht Vollgas, bis die Milch kocht, sondern wie gesagt, ich will vermeiden, dass die Milch unten anbrennt. Und wenn sie dann kocht, geben wir den Grieß hinzu und etwas später Zimt. Natürlich haben wir jetzt den Herd runtergeschaltet. Und wenn sich jetzt der Zimt nicht so richtig schön auflöst, kein Problem, das wird nachher der Mohn für mich besorgen. Weil den geben wir jetzt auch hinzu und dann rühren wir den Mohn so richtig kräftig durch und ihr werdet sehen, da wird sich der Zimt ganz von alleine schön auflösen und verteilen. Aber es sind noch nicht alle Zutaten drin. Jetzt kommt noch Butter hinzu, das macht das Ganze noch geschmeidiger. Und sobald dann die Butter geschmolzen ist, gibt man noch Stärke hinzu und ein Ei. Ja, und da wird richtig kräftig durchgerührt, bis alles schön verteilt ist. Es muss alles schön homogen sein, das Ganze. Aber mit der Füllung sind wir immer noch nicht ganz fertig. Wie ihr euch erinnern könnt, wir haben noch Eiweiß übrig. Und aus dem Eiweiß machen wir Eischnee. Und damit das Eiweiß richtig fein wird, geben wir noch Puderzucker hinzu. Und wenn der Eischnee dann fertig ist, rühren wir ihn unter die Quarkmasse natürlich sehr vorsichtig. Und ihr müsst dabei beachten, der Mohn im Kochtopf, der ist natürlich noch immer noch warm. Und zwar sogar richtig heiß. Und sobald wir dann die Quarkmasse dann fertig haben, nehmen wir jetzt sofort die Backform her, geben den heißen Mohn in den Kuchen hinein und obendrauf die Quark-Käsemischung. Und ist ja klar, den Ofen haben wir auch schon vorgeheizt, auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Sodass dann, wenn die Quarkmischung auf dem Mohn drauf ist, wir den Kuchen sofort in den Ofen hineinschieben können. Ja, und was bringt es uns, wenn der Mohn noch heiß ist bzw. warm? Ganz einfach. Der Kuchen ist schneller fertig. Wir müssen ihn dann nur 50 Minuten backen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn dann der Kuchen im Backofen fertig ist, sprich die Zeit rum ist, dann öffnen wir den Ofen wie immer für einen Spalt weit und belassen ihn noch 30 Minuten bei ausgeschaltetem Ofen im Ofen drin. Ja, dann kommt jetzt dann der Kuchen natürlich raus aus dem Ofen und dann können wir ihn noch ein bisschen abkühlen lassen. Aber wenn er dann noch lauwarm ist, dann können wir ihn jetzt dann auch schon anschneiden und uns ein gutes Stück gönnen. Bei lauwarm schmeckt dieser Kuchen jetzt hier am besten. Ja, und dann schneiden wir uns natürlich jetzt mal so ein richtig schönes Stück raus aus diesem leckeren Kuchen. Und ihr werdet sehen, der sieht fantastisch aus und der schmeckt auch wahnsinnig lecker. Also meine Lieben, backt diesen Kuchen nach, berichtet mir, wie er geworden ist. Das tät mich so richtig freuen. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.